Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Acer Aspire 1 und zwar ein A11431 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt, aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nämlich nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase, wohingegen das Touchpad einzeln tauschbar ist. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man vorher alle Schrauben rausnehmen. Das sind auch einige hier. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und die Schrauben sind alle gleich lang und Kreuzschrauben. Und ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles dabei, vom Öffner bis zu Schraubenzieher mit sämtlichen Aufsätzen, die man so gebrauchen kann. Ich habe das in dem Fall jetzt auch schon vorbereitet und für die Kreuzschrauben nehme ich hier ein PH0 und das Gerät wird auch hauptsächlich durch die Schrauben gehalten. Das heißt, die Unterseite zu öffnen ist nicht so schwer. Hierfür nehme ich einen Öffner, auch da gibt es viele verschiedene in dem Set und man kann hier ganz gut die Verbindungslinie erkennen. Ich fange in dem Fall auch auf der Rückseite an und dann probiert man zwischen Gehäuse und Unterseite so eine kleine Öffnung zu schaffen, da reinzukommen und dann kann man das zur Seite hin aufhebeln und wie man sieht, also hier zum Beispiel kommt das einem schon entgegen. Sollte es mal doch fester sitzen und nicht ganz so einfach gehen, dann kann man wirklich einfach in der gleichen Technik sich um das Gerät herum arbeiten, auch an der Seite. Auch hier kann man dann einfach rein und das nach oben hin weghebeln. Dann macht man vorne weiter. Aber wie gesagt, hier gibt es nicht so viele Einraststellen und im Normalfall kann man super schnell mit den Händen runterfassen. Mit den Fingern und das dann so mit ein bisschen Rütteln nach oben hebeln und hat die Unterseite eigentlich super schnell gelöst. Und ja, so sieht die dann von innen aus und so das Gerät. Gut, bevor wir jetzt hier irgendetwas weiteres machen, man sollte immer erst den Akku vom Mainboard trennen und da sehen wir hier drüben den Stecker und den kann man hier einfach seitlich greifen und dann nach hinten hin rausziehen und stellt so sicher, dass da wirklich kein Strom mehr drauf ist. Was man am offenen Gerät jetzt hier ganz gut sehen kann, ist, das ist ein sehr einfach gebautes Gerät. Man kann nicht sehr viel bis gar nichts eigentlich tauschen. Der RAM ist hier drunter aufgelötet, auch der Speicher ist gelötet. In dem Fall wird auch das gesamte Gerät über das Gehäuse und die Kühlplatte hier gekühlt. Also es gibt auch keinen Lüfter. Und unter dem Akku eben ist noch das Touchpad, das zeige ich euch gleich. Und hier sehen wir noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Der Akku wird hier von einer Schraube gehalten, und zwar von der. Und sobald man die gelöst hat, kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so eben auch gegebenenfalls
austauschen. Ja, und wie gesagt, direkt unter dem Akku sehen wir hier das Touchpad. Das kann man auch einzeln tauschen und da ist hier unter den ganzen Klebestreifen und auch unter diesen Klebestreifen sind hier 2 Schrauben. Die muss man rausnehmen. Ja, hier drüben kann man das ganz gut sehen. Auf der Seite ist eben dann auch noch eine Schraube. Und auch das Kabel muss man lösen. Und hier ist es so, das kann man nicht einfach nach hinten hin rausziehen. Das ist ein Kippschalter. Das heißt, da muss man erst den Stecker nach oben klappen. Der gibt dann das Kabel frei. Und dann kann man das Touchpad nach unten hin quasi rausnehmen. Und beim Wiederverbinden ist es hier so, auch da der Stecker muss offen sein. Und dann kommt das bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann, wieder zurück. Dann wird er wieder zugeklappt. Ja, und so schnell geht das. Der Akkueinbau ist genauso einfach wie der Ausbau. Der kommt mit dieser kleinen Öffnung hier drüben einfach auf die Halterung hier und fällt dann eigentlich auch schon direkt in die richtige Position. Dann wird er nur noch mit dieser einen Schraube hier wieder festgemacht. Und dann ist eigentlich das Wichtigste, dass man nicht vergisst, auch das Kabel wieder zu verbinden, damit er dann auch wieder anspringt. Sonst muss man das Ganze nochmal aufmachen und das will man natürlich im Normalfall nicht. Beim Zumachen legt man die Gehäuseunterseite einfach gerade von oben wieder auf das Gerät und drückt die nach unten hin fest. Und da hört man auch, wie die Einraststellen alle wieder sich verbinden. Da kann man einmal um das Gerät herumgehen. Wie gesagt, das wird auch viel oder am meisten von den Schrauben gehalten. Und dann ja, muss man nur alles wieder verschrauben und hat das ratzfatz erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.